Im heutigen Video erzähle ich euch meine Geschichte und wie es zu diesem Kanal gekommen ist. Als Kind bin ich immer mal wieder mit Eltern wandern gegangen. So richtig gepackt hat mein Wandern jedoch erst im Juli 2013. Angefangen hat alles mit einer Frage, die ich mir gestellt habe. Wie weit schaffe ich es von daheim in St. Gallen Richtung Zürich in einem Tag? In Zürich bin ich seit 1,5 Jahren an Politikwissenschaften studieren gewesen. Weil ich wegen dem Studium das GEA hatte, habe ich gewusst, dass ich ohne ein Billett kaufen zu müssen am Abend einfach wieder heimfahren kann. Also bin ich am Morgen früh losgelaufen, über die Zitternbrücke nach Gossau, weiter nach Flawil, Oberutzwil und über den Bettenauer Weiher auf Schwarzenbach. Dort bin ich langsam müde geworden und habe die Wanderung fast beendet. Weil aber auf einer Tafel 1 Stunde bis Wil gestanden ist, hat mich der Ehrgeiz gepackt und darum bin ich dann nochmal bis zum Bahnhof Wil gelaufen. Den steilen Aufstieg, kurz vor Wil, habe ich recht streng gefunden, weil meine Beine schon müde waren. Als ich den Bahnhof Wil erreicht habe, bin ich schon ein bisschen stolz gewesen, dass ich gerade rund 30 Kilometer geschafft habe. Weil es mir mega Spass gemacht hat, habe ich meinem Studienkollegen von Oberwinterthur gefragt, ob er mitkommen will, von Wil nach Oberwinterthur. Er hat gemeint, gern. Am Ende ist ihm aber etwas dazwischen gekommen, den Tag durch. So bin ich zu ihm gelaufen und habe mit ihm zu Nacht gegessen. So bin ich dann immer, wenn ich Zeit hatte, wieder ein Stück weiter gelaufen. Über den Zürichberg, Baden, Olten, Solothurn, Bern, Freiburg, Bühl und Lausanne, bis ich dann im Juli 2015, also nach 2 Jahren und total 17 Etappen, Genf erreicht habe. Auf dem Weg hat es auch ein paar lustige Momente gegeben. So habe ich zum Beispiel in Freiburg mein bestes Französisch ausgepackt, weil dazu mal recht schlecht war, um eine ältere Frau nach dem Weg zu fragen. Mein Handy hat dort noch kein Internet gehabt, wie das heute der Fall ist. Und sie hat mir dann im perfekten Berndeutsch geantwortet und mir den Weg erklärt. Oder am Genfersee bin ich einem Wegweiser gefolgt und an einer Straße entlang, wo rechts und links Villen hatte. So etwa eine halbe Stunde später bin ich dann wieder im Dorf gelandet, wo ich schon mal war. Nochmal etwa eine halbe Stunde später bin ich dann wieder bei dem Wegweiser und habe gemerkt, dass hinter dem Wegweiser ein ganz schmaler Weg runtergeht, der eigentlich ein Wanderweg wäre. So passiert es einem, wenn man nach einer Stunde merkt, dass man im Kreis gelaufen ist. Gelaufen bin ich keine offizielle Nationalroute, habe sie aber via SWB genannt, weil ich immer von Bahnhof zu Bahnhof gelaufen bin, um wieder zurück auf St. Gallen zu kommen. Jetzt hätte ich nach Genf einen Haken unter mein Projekt setzen und mir ein neues Hobby suchen können. Doch das Wandern hat mich viel zu fest gepackt, als dass ich die Wanderschuhe an den Nagel hängen hätte können. Es gibt ja noch so viel zu sehen in dieser schönen Schweiz. Also bin ich von Wöwes Wallis aufgelaufen und über den Furka und Oberalppass bis Chur marschiert. Gleichzeitig bin ich auch an Tagen, wo ich weniger lange Zeit hatte, von St. Gallen über das Rintel auf Chur gewandert und habe dort den Kreis geschlossen. Weiter bin ich über den Gotthard bis auf Comer gelaufen, von Zürich über Luzern und den Brünigpass ins Berner Oberland, von Bern über Thun, Kandersteg und den Gemipass nach Leuk, über den Grimsel bis Brienz und über den Albula und Bernina Pass auf Tirano, das ganze Engadin und vieles mehr. Mit der Kamera momentfest zu halten, hat mich schon immer interessiert. Meine erste Fotokamera habe ich mir in der Primarschule auf einem Flohmarkt gekauft. 2008 habe ich mir dann einen Spiegelreflex gekauft und habe dann, als ich angefangen habe zu wandern, die immer mitgenommen, um meine Wanderungen zu dokumentieren. Lust hatte ich auch immer auf Filme, aber einfach zu wenig Erfahrung und keinen Plan, wo ich anfangen soll. Wo wir dann während Corona bei einem Verein Videos produziert haben, habe ich mich gemeldet, um zu schneiden und habe so einen Grund gehabt, das Ganze zu lernen. Vor 2,5 Jahren habe ich dann einen eigenen YouTube-Kanal machen wollen, habe darum den Kanal des Swiss Hiker gestartet, um meine beiden Hobbys zu verbinden. Ganz nach dem Motto, zum Wandern muss ich mich nie motivieren und so habe ich immer Material und habe so dazu gelernt. So versuche ich, wenn möglich, jede Woche ein neues Video zu laden und euch so auf meine kleineren und grösseren Wanderabenteuer mitzunehmen. Falls ihr mich zukünftig auf meinen Wanderungen virtuell begleiten wollt, freue ich mich über ein Abo. Bei jedem neuen Abonnent, jeder neuen Abonnentin mache ich Gedanken in Rückwärtssalto, weil ich mich freue, dass sich eine weitere Person über meine Videos freut. Auch ich freue mich immer,
wahnsinnig über eure Kommentare. Es ist einfach eine super Möglichkeit, um sich miteinander auszutauschen.